Bitcoin über 75.000 US-Dollar. Der Fear und Greed Index geht absolut durch die Decke. Wir sitzen in der 69er Gier-Phase. Was das jetzt vor allem für Bitcoin und auch für die Liquidierungen und auch für Ethereum zu bedeuten hat, gehen wir heute hier einmal durch ein Video gemeinsam durch. Gucken vor allem auch wichtige Level bei Ethereum und Solana uns an. Und natürlich ganz, ganz wichtig, war es das bei Bitcoin jetzt mit dem Boden? Sehen wir echt den Push auf die 80.000 US-Dollar nach oben? Denn es sind hier einige Zeichen im Chart, die uns möglicherweise andeuten, dass der Bitcoin-Pump noch lange, lange nicht vorbei ist. Ich habe aber eine wichtige Sache festgestellt im Chart, der mir so ein bisschen das Gefühl gibt, dass hier gegebenenfalls sogar das Ganze nur ein Trap sein kann. Daher bleib bis zum Ende dran, lass sehr, sehr gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wenn du komplett neu mit dabei bist und dich vor allem jetzt die Frage stellst, sollte ich jetzt noch bei Bitcoin einkaufen oder ist es bereits schon zu spät? Somit lass uns einmal direkt reinstarten und zwar fangen wir bei den Liquidierungszonen an und da ist etwas Spannendes zu sehen, denn da oben ist nichts mehr. Wir hatten es gestern schon gesehen gehabt durch diesen massiven Anstieg, den wir in den letzten 2 Tagen schon gesehen haben. Wir gucken uns den Daily Chart gleich mal an. Was für ein parabolischer Move das bei Bitcoin ist. Da oben ist nichts mehr an Liquidierung. Es ist so ein bisschen was bei 78.000 US-Dollar, es war auch ein bisschen was bei 74.000 US-Dollar. Das hat der Bitcoin sich komplett einmal geschnappt. Unter uns bildet sich natürlich durch diesen massiven Pump ordentlich an neue Liquidierungen aus. Das ist natürlich der Bereich, wo viele Leute jetzt nachträglich, ja, ich will nicht sagen FOMO-mäßig, aber eigentlich schon FOMO-mäßig in Long-Positionen reinspringen, weil sie denken, jetzt ist der Zug schon abgefahren und ich will einmal kurz hinterher springen. Daher meine Bitte an dich, pass jetzt auf jeden Fall hier auf, irgendwie nicht unnötig in Positionen reinzuspringen. Das kann sehr, 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 sehr blutig enden, gerade für die Leute, die diesen Pump probiert haben zu shorten. Schauen wir uns natürlich das Ganze auch einmal bei der kompletten Liquidierung an. Da ging es in den letzten 24 Stunden einmal 1,2 Milliarden US-Dollar wurden wieder rausliquidiert, davon 1 Milliarde nur an Short-Positionen. Das heißt, wie du siehst, gerade wird wieder wie wild hier im Kryptomarkt geschortet. Und das ist auch der Grund, warum hier der eine Short-Squeeze nach dem anderen passiert. Wenn wir uns das Ganze auf dem Daily-Chart anschauen, sehen wir eigentlich ganz gut, dass wir in den letzten 3 Tagen 18% bei Bitcoin angestiegen sind. Über 10.000 US-Dollar. Und ja, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn jetzt ein Asset 18% ansteigt, ist es da noch, wir können eigentlich, ganz ehrlich, sogar seit Anfang der Woche sind wir 21% angezogen. Ob das Ganze sehr, sehr, ja, gesund ist vom Anstieg. Erinnert mich so ein bisschen so an diesen massiven Anstieg, den wir beim Nasdaq gesehen hatten. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht auch noch an den massiven Anstieg beim Nasdaq. Ja, Bitcoin sehr, sehr stark. Gucken wir uns natürlich einmal das bullische Szenario an, aber ganz wichtig, auch durch diesen massiven Anstieg nach oben haben wir jetzt ein bärisches Szenario, was durchaus auch ausspielen kann. Wichtig für mich definitiv der Wochenclose. Das ist eigentlich das, wo ich am meisten hinschaue. Deswegen werden wir am Wochenende auch einen richtig schönen, dicken, fetten Livestream machen. Schauen, dass wir uns da auf jeden Fall gemeinsam in den Livestream reinsetzen und uns hier mal anschauen, was da bei Bitcoin möglicherweise am Wochenclose passieren kann. Daily Close brauchen wir nicht drüber sprechen. Die letzten 2 Tage super, super bullish. Wir sind jetzt auch dabei oder wir haben sogar die komplette Daily Imbalance über uns einmal aus dem Markt rausgeholt. Das heißt, über uns wurde einmal komplett alles leergefegt. Nächster wichtiger, interessanter Bereich jetzt über uns, die knappen 81.000 US-Dollar. Das ist das letzte Hoch oder 82.000 US-Dollar, wo Bitcoin definitiv drüber gehen muss. Wir haben also jetzt auf dem Daily Chart genau diesen Abverkauf, der damals durch Michael Saylor oder nicht durch Michael Saylor, aber durch diesen Announcement, dass er Bitcoin verkauft hat, jetzt einmal komplett abgeholt und hier diesen Murder Pump nach oben gesehen. Gucken wir uns das Ganze auf dem Daily Chart oder auf dem Weekly Chart auch an und wir haben eine Weekly Vektorkerze drin. Überlegt mal, eine Weekly Vektorkerze. Nächstes interessantes Level, wo ich jetzt hier große Augen drauf habe. Ich sage jetzt nicht, da shorten wir das Ding blind runter, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir am 50er Weekly EMA eine Ablehnung bekommen können. Und das ist auch das bärische Szenario, was ich euch am Anfang gesagt habe, dass das ein möglicher Trap sein kann, denn 50er Weekly Moving Average hatten wir bereits im Januar 26 schon einmal die Ablehnung.
Das ist der Weekly 50er EMA. Möglicherweise, dass wir auch dort die Ablehnung sehen und nichts anderes haben dann als einfach ja, einen Bull-Trap, der uns dann möglicherweise auch nochmal tiefer nach unten bringt. Denn wenn wir mal einmal anschauen, ja, wir haben den wunderschönen Abwärtstrend durchbrochen, wir sind aber noch nicht über die wichtigsten EMAs durch. Deswegen hier wichtiger Bereich, Anfang der Imbalance-Zone, 80.000 Uhr ist vielleicht auch nochmal interessant, wo man auf jeden Fall definitiv dann mal überlegen könnte, vielleicht die eine oder andere Short-Position aufzumachen. Würde ich Stand jetzt in den kleinen Timeframe probieren, das Ding runter zu shorten? Nein, absolut nicht. Dafür ist der Markt zu bullish in dieser Woche unterwegs gewesen. Wir gehen aber auch gleich in den kleinen Timeframe einmal direkt rein, wo du hier vielleicht auch noch Positionen mitnehmen könntest. Switchen wir gleich mal einmal kurz direkt hier jetzt rein in den 4-Stunden-Chart. Das siehst du eigentlich soweit ganz gut. Auch der 4-Stunden-Chart ist hier dabei, weiter hochzulaufen, holt die eine Imbalance nach der anderen Imbalance-Zone aus. Ich möchte mir aber auf dem Weekly-Chart eine Sache mit euch anschauen und ihr wisst, ich arbeite relativ selten mit dem Fibonacci-Level, aber wenn wir uns mal den letzten Push von dem, oder die letzte Ablehnung vom 50er EMA anschauen auf dem Weekly-Chart und das Fibonacci-Level uns hinlegen, sehen wir genau, dass das 0,5er-Level Richtung den 77.100 US-Dollar ist und das ist auch genau der 50er Weekly EMA. Das heißt, das ist ein Level, wo ich jetzt wirklich ganz genau drauf schaue, ob wir möglicherweise dort einen Touchpoint sehen. Gehen wir jetzt aber in den kleineren Timeframe, in den 1-Stunden-Chart. Wie schaut das Ganze auf dem kleineren Timeframe aus? Wir sehen es ganz gut. Push natürlich nach oben, also ja, wen erwartet's? Auch der kleine Timeframe ist hier super, super bullish unterwegs. Wir sehen es ganz gut. Imbalance-Zonen werden komplett rausgeholt. Wir haben hier einen Pump nach dem anderen drin. Du siehst auch ganz gut, wir sind sehr, sehr weit von den EMAs weg und das ist so ein bisschen das gefährliche Zeichen, umso weiter wir von den EMA weg sind, auch wir auf dem 15-Minuten-Chart nicht mal wirklich einen Ansatz sehen von einem kleinen Rücksetzer, ist dieser Move sehr, sehr parabolisch getrieben und es kann sehr, sehr gut sein, dass wir einen Rücksetzer relativ zeitnah sehen. Würde ich jetzt hier irgendwo in Short-Position auf den kleineren Timeframe reingehen? Eher weniger. Man könnte darüber nachdenken, vielleicht die kleinen Rücksetzer mitnehmen als kleine Long-Position auf dem 50er EMA. Es sind dann aber eher solche kleinen Scalp-Trades, hier beispielsweise auf dem 5 Minuten oder auch dem 15-Minuten-Timeframe. Ich bin gerade echt an der Seitenlinie, habe jetzt wirklich gar keine Position offen, weder eine Long- noch eine Short-Position, da ich so ein bisschen abwarte, ob wir jetzt oben irgendwo eine kleine Top-Bildung reinbekommen. Sollten wir jetzt hier vielleicht auf dem 30-Minuten-Chart oder auf dem 15-Minuten-Chart so eine kleine Top-Bildung reinbekommen, kann man da vielleicht nochmal eine Short-Position wagen. SL wirklich ganz, ganz eng setzen, weil gerade das Ding ist gerade sehr, sehr bullish getrieben. Das heißt, da würde ich eigentlich sogar eher, ja, mit Short-Positionen ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Rücksetzer, wie gesagt, grundsätzlich möglich, wenn nochmal Rücksetzer 50er EMA und die Welle einfach so ein bisschen mitreiten. Natürlich auch hier immer natürlich dran denken, einen SL zu benutzen. Allgemein, wenn du das Thema Trading lernen möchtest, komplett jetzt neu auch im Markt bist und dir so ein bisschen die Frage stellt, hey, das pumpt ja gerade unfassbar nach oben, wo kriege ich jetzt überhaupt die nächsten Einstiege mit, wie kann ich auch mit dabei sein? Schau gerne, dass du bei uns in den Discord reinkommst. Dort haben wir ein komplettes Trading Bootcamp. Das heißt, erster Link unten in der Videobeschreibung kommst du hier bei uns in den Discord rein, bekommst ein komplett kostenfreies Trading Bootcamp. Kannst dir von A bis Z Trading mal genau anschauen, gucken, ob das Ganze was für dich ist und vor allem auch deine ersten Erfahrungen sammeln. Einerseits, wie Chartanalyse funktioniert, was die größten Fehler im Trading sind und vor allem viel, viel wichtiger, wie du auch eine vernünftige Trading-Strategie lernen kannst. Gehen wir jetzt auch einmal kurz in die Altcoins rüber und zwar möchte ich mit dir einmal Ethereum und Solana anschauen und dann gehen wir natürlich wie immer auch in die Goldanalyse rüber. Ethereum auf dem Daily Chart, sehr, sehr interessante Zone. Wir laufen jetzt in das letzte Hoch rein, das hatten wir uns gestern schon im Livestream angeschaut gehabt, dass wir hier bei Ethereum das letzte Hoch reinlaufen. Sollten wir bei Ethereum dieses Hoch rausnehmen, gehe ich stark davon aus, dass wir möglicherweise nochmal einen Retest sehen und dann auch der Bereich Richtung 2600, 2800 US-Dollar bei Ethereum gar nicht mehr so weit entfernt ist. Ethereum generell die letzten Tage weitaus bullischer unterwegs als Bitcoin, haben natürlich auch jetzt hier einen Mörderpump hingelegt, also fast 30% bei Ethereum innerhalb von dieser Woche hingelegt. Das heißt, auch hier natürlich ein bisschen aufpassen mit irgendwelchen großen Positionen. Wir haben bei Ethereum aber, und das muss man halt echt fairerweise bullish zugestimmen, wir haben den Abwärtstrend durchbrochen. Wir haben bei Ethereum diesen brutalen Abwärtstrend seit dem All-Time-High durchbrochen und das
gibt uns das Potenzial, zumindest beim Rausnehmen vom letzten Hoch, hier nochmal weitere Bewegungen nach oben zu sehen. Nichtsdestotrotz laufen wir jetzt in den Support-Bereich rein oder beziehungsweise nicht in den Support-Bereich, in den Widerstandsbereich rein, der uns auch das Potenzial gibt von einer kleinen Ablehnung. Wir sehen es ganz gut bei Ethereum. Wir sind immer so in einen kleinen Treppen hochgelaufen. Wir haben uns gestern auch Ethereum schon einmal angeschaut gehabt. Push nach oben, Konsolidierung oder leichte Seitwärtsphase hier, Konsolidierungsseitwärtsphase, Bullflag rein, Abfahrt nach oben. Konsolidierungsphase, seitliche Phase, Bullflag nach oben gebrochen und dann ging es auch wieder weiter nach oben. Das sehen wir gerade bei Ethereum ganz gut, dass hier diese Treppen so weit läuft und solange dieser Aufwärtstrend bei Ethereum aktiv ist, das ist dieser Bereich. Solange wir hier bei Ethereum diesen Bereich halten, gehe ich davon aus, dass wir bei Ethereum auch noch weitere Hochs sehen werden, zumal auch immer mehr FOMO in den Markt reinkommt. Wenn du nicht genau weißt, was FOMO bedeutet, wie gesagt, Trading Bootcamp findest du bei uns im Discord. Gehen wir natürlich auch einmal bei Solana rein, denn auch Solana ist hier giga-bullish unterwegs. Gucken uns auch den Daily Chart hier an. Wir werden heute in den Livestream natürlich auch mal ein bisschen mehr dann auch über die Altcoins sprechen, da ich so ein bisschen auch rausgehört habe, dass ihr euch so ein bisschen fragt, okay, war das Ganze jetzt der Boden oder geht es da möglicherweise nochmal einen Schritt nach unten? Auch bei Solana fangen wir jetzt gerade an, wichtige Zonen anzulaufen. Habt mal hier die Richtung 92 bis 95 US-Dollar auf dem Schirm. Da laufen wir in den nächsten Support-Bereich, in den Widerstandsbereich rein. Auch bei Solana, ja, wir haben einen brutalen Pump jetzt nach oben gesehen. Wir sind aber, wenn wir das ehrlich betrachten, seit Februar 26 noch in dieser seitlichen Range drin. Wir sind in dieser seitlichen Range drin, sollten wir nach oben ausbrechen. Klar, auch bei Solana dann über 100 US-Dollar definitiv auf jeden Fall das nächste Ziel. Auch wenn wir uns in kleineren Timeframe reingehen, haben wir zwei nächste interessante Bereiche über uns. Natürlich klar den Widerstandsbereich, den ich gerade euch eingezeichnet hatte. Und für die Leute, die jetzt hier noch vielleicht nochmal nach einer Long-Position suchen, schaut mal, dass wenn ihr Long-Position eingeht, die Long-Position nur eingeht, solange wir diesen Aufwärtstrend halten. Sollte dieser Aufwärtstrend jetzt in den nächsten paar Stunden brechen, müssen wir davon ausgehen, dass es auch bei Solana einen kleinen Rücksetzer beziehungsweise auch nochmal, ja, zumindest, wenn wir uns auch die EMAs einmal kurz mit dazu nehmen, zumindest einen Rücksetzer Richtung den EMAs nach unten gibt. Speziell 15-Minuten-Chart können wir uns einmal anschauen. Wir laufen hier auf dem 50er EMA so, ja, eigentlich brav nach oben durch. 1-Stunden-Chart 50er EMA sollte man auf jeden Fall definitiv, ja, hier auf dem Schirm haben. Der liegt hier bei den knappen, ja, 84, 85 US-Dollar, was dann möglicherweise beim, ja, Aufwärtstrendbruch das nächste Ziellevel sein kann. Generell 50er EMA zieht natürlich jetzt schön weit weg. Auch einen Rücksetzer auf dem 50er EMA wäre hier bei den Altcoins, speziell bei Ethereum und Solana, absolut jetzt nicht das super, super bärische Zeichen, sondern würde nichts anderes bedeuten, als dass wir eine massive Long Confirmation in den Markt reinbekommen. Und das ist auch das, was wir bei Bitcoin sehen. Auch bei Bitcoin, brutaler Pump natürlich. 50er EMA läuft jetzt hier schön mit und das ist eigentlich auch das, was ich die ganze Zeit probiere eigentlich abzuwarten, dass wir einen schönen Retest sehen und der Retest, der könnte möglicherweise auf dem Daily Chart jetzt Richtung den 200er EMA passieren und der uns dann, ja, das nächste Ziellevel hier von den 82.000 US-Dollar geben kann. Sollte der 200er EMA aber brechen, ist der nächste Bereich hier nochmal das Ausbruchslevel von unserem massiven Pump, die 67.200 US-Dollar. Also wie ihr seht, Bitcoin aktuell super, super bullish unterwegs. Gucken wir uns natürlich im Livestream heute mal im Detail an, wie wir da natürlich dann auch unsere Position mitnehmen können. Switchen wir rüber für alle unsere Gold-Trader, denn auch Gold hat einen wunderschönen Push nach oben mitgenommen. Wir hatten uns gestern im Livestream eine sehr, sehr geile Long-Position geholt und zwar hier unten in dieser Buy-Area konnten wir beim Breakout einen wunderschönen Long mitnehmen. Happy Profits an jeden, der sich da einige Profite eingesammelt hat. Ihr kriegt den Indikator natürlich auch bei uns im Discord. Schauen wir uns jetzt bei Gold einmal die nächsten Zonen an und dazu zoomen wir einmal ein ganz klein bisschen raus. Ich muss hier den Chart auch mal ein bisschen leerer gestalten. Wir sind hier dabei, einmal an folgendes Level ranzulaufen. Also wir haben uns gestern schon zwei Bereiche als sehr, sehr interessante Zonen eingezeichnet gehabt. Das ist einmal die 4.565 US-Dollar. Wir sind jetzt auch gerade genau abgelehnt. 4.545 US-Dollar. Das hatten wir uns gestern eingezeichnet. Ich muss mal gerade schauen. Genau an dem letzten Hoch aus Juni wurden wir exakt abgelehnt. Also wie du siehst, Support Resistance bei Gold funktioniert echt einwandfrei. Holen wir uns die Session-Zeit noch einmal fix mit dazu. Dort sehen wir eigentlich soweit ganz gut, dass wir ein neues Asia High gebildet hatten. Also Asia High aktuell sitzen einmal hier oben, einmal Asia High, Asia Low. Also diesmal Asia Session
erst bärisch unterwegs gewesen, dann einen schönen brutalen Pump nach oben gesetzt. Nicht Asia High ist, sondern Asia Low, Asia Session, also sehr, sehr bullisch unterwegs gewesen. Interessante Zone jetzt und die ziehe ich jetzt einmal weiter. Und das ist das letzte Asia High. Das kann sehr, sehr interessant nochmal für eine mögliche Buy-Zone sein. Generell der Markt gerade super, super gut bullisch unterwegs. Wir halten hier einen wunderschönen Aufwärtstrend. Dazu machen wir die Session-Zeit noch einmal nochmal aus, holen uns unseren Trendfinder mit dazu, der uns natürlich dann auch unsere Position anzeigt. Da sehen wir einfach folgende Sache. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich es richtig erwische, dass wir hier unseren Aufwärtstrend soweit aktiv haben auf dem 1-Stunden-Chart. Und das ist eigentlich auch der Bereich, wo ich sage, dass man da neue Long-Positionen mitreiten kann. Sollte dieser Aufwärtstrend brechen, müssen wir das Asia-Tief auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Asia-Tief 4.508 US-Dollar. Vielleicht nochmal eine letzte Möglichkeit, eine Long-Position einzugehen. Sollte keine Long-Position dort funktionieren, das heißt Stop-Loss wirklich sehr, sehr eng setzen. Vielleicht hier 4.502. Dann müssen wir den 300er EMA beim 15-Minuten-Chart definitiv mal anvisieren. Also wir kriegen jetzt gerade, wie du siehst, hier sogar ein Buy-Signal rein. Das heißt, ich gucke mal auf jeden Fall für mich, ob ich mir dieses Buy-Signal hier mitnehmen werde. Wir laufen in die Buy-Area auch gerade rein. Das heißt, ein sehr, sehr interessanter Bereich. Gucken wir einmal kurz, 5-Minuten-Chart. Kriegt schon einen Cross rein. Das gefällt mir gar nicht so ideal. Ich würde bei dem Buy-Signal gerade noch ein bisschen abwarten, ob das Ganze hier unten bestätigt wird, denn auf den 1-Minuten-Chart haben wir auch gerade, glaube ich, eine Trendumkehrung drin gehabt. Ich meine, wenn das Video online geht, dauert sowieso. Das heißt, möglicherweise seht ihr den Einstieg dann gar nicht mehr, sondern ihr könnt dann einfach rückwirkend sehen, ob das Buy-Signal aufgegangen ist oder nicht. Deswegen in diesem Sinne belassen wir das. Ich gehe jetzt in keine Position rein. Wir werden gemeinsam in der London-Session uns eine Position gönnen. Deswegen schau auf jeden Fall, dass du den Kanal abonniert hast. Lass sehr, sehr gerne nochmal einen Like da. Und dann sehen wir uns in allerspätestens, ich denke mal, einer guten Stunde hier auf dem nächsten Livestream.